Und damit schauen wir direkt in das ukrainische Kriegsgebiet zu unserem Kriegsreporter Ibrahim Naba. Er ist im Moment in Sumy. Ibrahim, wie erlebst du die Situation? Wir reden ja viel über die Offensive der Ukraine nun im russischen Kernland rund um Kursk. Also was passiert im Moment bei dir? Ja, hier in Sumy, wo ich jetzt gerade stehe, wir sind gestern Abend wieder zurückgekommen aus dem Donbass, hat der Angriff der Ukrainer auf das russische Kernland ja vor 2 Wochen begonnen. Und dieser Angriff geht weiter. Man hat es mittlerweile wirklich geschafft, sich dort festzusetzen, unter anderem auch den Schlüsselort Sucha unter Kontrolle zu bringen und versucht, das fortzusetzen. Es ist aber so, dass diese Offensive zumindest durch die russischen Truppen mittlerweile stark verlangsamt wurde. Also größere Fortschritte macht die Ukraine dort aktuell nicht mehr. Aber Zelensky hat diesen Fortschritt gelobt und hat auch nochmal gesagt, was auch der Berater von ihm, Podoljak, bei uns im Interview schon angedeutet hatte. Es geht wirklich darum, eine Pufferzone zu schaffen. Die Ukraine will sich dort langfristig festsetzen, um das möglicherweise irgendwann als Verhandlungsmasse zu haben. Ein ganz anderes Bild an der Front zeigt sich aktuell im Osten der Ukraine, also im eigenen Land. Dort waren wir in den letzten Tagen unterwegs. Wir haben eine ukrainische Besatzung an einer aus Deutschland gelieferten Panzerhaubitze 2000 begleitet. Und dort haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen, wie ernst die Lage aktuell an der Front ist. Wir wollen euch das mal zeigen. 57 Tonnen Hoffnung aus Deutschland im Einsatz im Osten der Ukraine. Mit dieser Panzerhaubitze 2000 feuert eine Einheit der ukrainischen Armee auf russische Stellungen in der Region Donezk. Hier im Osten der Ukraine stehen Kiews Truppen weiterhin stark unter Druck und verlieren zunehmend Gebiet. Die Hoffnung ist natürlich, dass es zu einer Entlastung kommt durch den Angriff der ukrainischen Truppen auf russischem Gebiet in Kursk. Denn es könnte dazu kommen, dass Putin eben Truppen abziehen muss. Um Putins Truppen zurückzuschlagen, setzt die Ukraine auch auf die Feuerkraft der Panzerhaubitze. Wir zielen mit der Panzerhaubitze auf russische Artilleriesysteme, Mehrfachraketenwerfer, Waffendepots, allesamt wichtige Ziele. Vom Befehl zum ersten Schuss dauere es nur 3 Minuten, schwärmt Soldat Taifun. Doch seine Einheit hätte derzeit ein großes Problem. In den letzten Tagen und Monaten sind leider immer mehr feindliche Vögel am Himmel und sie hindern uns daran zu arbeiten. Vögel, damit meint Taifun russische Drohnen. Und wir erleben kurz darauf selbst, was das bedeutet. Kommt schon Leute, versteckt euch, die Vögel sind über uns. Das ist nicht unsere. Jura, schnapp deine Waffe, los! Auf, such Deckung. Diese Attacken, vor allem mit Kamikaze-Drohnen, nehmen ja sehr zu. Deswegen sollen wir jetzt erstmal hier Schutz suchen. Sie haben sich jetzt auch gerade mal unter eine Stellung gestellt, um möglichst vor Angriffen geschützt zu sein. Auch André ist Teil der Panzerhaubitze-Crew. Er überwacht auf seinem Tablet auch die russischen Drohnen im Gebiet. Wie ist die Situation aktuell allgemein hier an der Front? Naja, die Russen greifen an, sie versuchen vorzurücken. Und wir halten so gut dagegen, wie wir können. Wir arbeiten jeden Tag, ohne Pause. Die angespannte Frontlage bestätigt auch Batteriekommandant Roman. Es ist extrem schwierig, weil sie zahlenmäßig überlegen sind. Sie müssen 3-mal so stark sein wie wir in der Offensive, aber es stellt sich heraus, dass sie teilweise 7- oder 8-mal so viele Soldaten haben wie wir, nicht nur 3-mal. Wir haben einfach nicht die Zeit, sie alle zu töten. Die Einheit hat mittlerweile grünes Licht für ihren Einsatz mit der Panzerhaubitze erhalten. Soldat Chomjak hat sich in der Nähe mit seinem Maschinengewehr bereits in Stellung gebracht. Falls russische Drohnen auftauchen, soll er sie abschießen. Sein Kamerad scannt den Himmel nach verdächtigen Signalen. Dann kommt plötzlich die Panzerhaubitze angefahren und bringt sich in Stellung.
Die Crew hat Koordinaten erhalten, um eine russische Position etwa 15 Kilometer entfernt zu beschießen. Kurz darauf donnert es das erste Mal, bevor der Koloss aus Deutschland wieder im Wald verschwindet. Ibrahim, also eine eindrucksvolle Reportage von dir aus dem Kriegsgebiet. Aber wie würdest du die Lage einschätzen? Also ist es ein Stellungskrieg oder können die Ukrainer tatsächlich auch Erfolge verbuchen und vorrücken gegen die russischen Truppen? Also man muss es wirklich ganz klar sagen, während hier aktuell, wo wir jetzt stehen, in Sumy, die Offensive eben auf russischem Gebiet über der Grenze läuft, ist die Situation im Donbass sehr, sehr angespannt. Also die Soldaten, die wir da gerade besucht haben an dieser Panzerhaubitze 2000, die haben uns gesagt, sie können nicht garantieren, ob sie die Gebiete, die sie aktuell halten, eben weiter an der Front auch sichern können. Der Druck der Russen ist dort unvermindert stark und die Ukraine, wir haben es ja gerade auch gehört, ist vor allem personell deutlich unterbesetzt. Ein Verhältnis teilweise an den Frontabschnitten von 1:7. Also da braucht es auch Reserven und diese Front im Osten des eigenen Landes steht weiterhin enorm unter Druck. Ibrahim, danke nach Sumy und du und dein Kameramann passt bitte weiter gut auf euch auf.